Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Willkommen zur nächsten Folge 100 Kills. Dieses Mal geht's wieder um ein leichtes Maschinengewehr, nämlich das chinesische Typ 88 LMG. In diesem Video werde ich darauf eingehen, was man mit dieser Waffe während den ersten 100 Kills, die man damit macht, anfangen kann, für welche Einsatzbereiche sie sich eignet und für welche eher nicht. Der Hauptunterschied zwischen dem Typ 88 LMG und der Ultimax 100, die ich in dieser Serie bereits vorgestellt habe, ist die Tatsache, dass das Typ 88 LMG ein 200 Schuss Gurtmagazin hat, während die Ultimax ein normales Boxmagazin hat. Der Vorteil eines gurtgefütterten MGs ist natürlich, dass man sehr selten nachladen muss. Allerdings gibt es in Battlefield 3 auch einen signifikanten Nachteil, und das ist, dass man gegenüber den anderen MGs eine etwas geringere Genauigkeit hat. Das Typ 88 LMG hat eine Genauigkeit von 0,3, wenn man übers Visier zielt, und eignet sich damit eher für mittlere Distanzen. Auf große Entfernungen ist es eben merklich schwieriger, die Gegner zu treffen, als zum Beispiel mit der Ultimax. Auf kurze Entfernungen ist es natürlich gerade besonders vorteilhaft, ein so großes Magazin zu haben, da man ohne Probleme eine ganze Reihe von Gegnern ausschalten kann, ohne zwischendurch nachladen zu müssen. Der Nachteil, den das Typ 88 LMG im Nahkampf mitbringt, ist allerdings sein extrem schlechtes Hipfire. Dementsprechend sollte man versuchen, wann immer möglich, über Kimme und Korn bzw. durchs Visier zu zielen. Ansonsten bringt das Typ 88 LMG für den Nahkampf eine Feuerrate von 700 Schuss pro Minute mit, was ja ganz respektabel ist und vor allem eine Verbesserung gegenüber Battlefield 3, wo die Feuerrate noch bei 650 Schuss pro Minute lag. Ansonsten hat sich bei dieser Waffe gegenüber Battlefield 3 nicht viel geändert. Das Schadensmodell kann man als gewöhnlich bezeichnen, mit einem Maximalschaden von 25 und einem Minimalschaden von 18. Der Damage Drop-Off beginnt bei 8 Metern und geht bis 65 Meter, und damit verhält sich das Typ 88 LMG so wie fast alle 5,45 bzw. 5,56 mm Waffen in Battlefield 4. Kommen wir nun also zu den Attachments, die man für diese Waffe während der ersten 100 Kills mit ihr freischaltet. Diese sind das HD33 Holovisier, der Magnifier, die Mündungsbremse, der Stubby Grip, das Prisma 3,4-fach Visier, der Laserpointer, der Compensator, das Coyote Rotpunktvisier, das Flashlight und der Ergo Grip. Welche Attachments harmonieren also gut mit dem Typ 88 LMG und welche weniger? Das erste Attachment ist natürlich ganz offensichtlich. Für 10 Kills kriegt man das HD33 Holovisier, das meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Visier ist und der offenen Visierung definitiv überlegen. Ihr werdet im Hintergrund auch sehen, dass ich dieses Visier die komplette Zeit benutzt habe, sobald ich es freigeschaltet hatte. Aufgrund der Genauigkeit von 0,3, die das Typ 88 LMG hat, ist meiner Meinung nach jedes Visier, das mehr als einfach Zoom bzw. plus Magnifier hat, zu viel für diese Waffe. Also ich würde persönlich kein 3,4-fach oder 4-fach Visier benutzen, wobei das natürlich letztlich auch Geschmackssache ist. Wenn ihr damit gut zurechtkommt, ist das natürlich auch die richtige Entscheidung. Gehen wir also über zum Zubehörslot. Ich muss sagen, ich habe den Magnifier bevorzugt dafür, denn 0,3 ist ja immer noch eine ganz ordentliche Genauigkeit. Während ich 3,4-fach für etwas zu viel gehalten hätte, finde ich diese Zweifachvergrößerung für das Holovisier eigentlich ganz gut für diese Waffe. Die andere Option wäre natürlich ein Flashlight, mit dem man im Nahkampf den Gegner blenden kann. Und das funktioniert ja auch sehr gut, während man übers Visier zielt. Das ist der Grund, warum ich auch nicht unbedingt zum Laserpointer raten würde, denn aus der Hüfte ist diese Waffe extrem ungenau. Der Laserpointer macht es vielleicht etwas besser, aber ich bin in dem Bereich eben der Meinung, dass das nicht ausreicht, um ihn zu rechtfertigen. Es führt dann höchstens dazu, dass man leichter von Gegnern gesehen wird, aber der Vorteil ist gering. Da ist der Blendeffekt, den das Flashlight in dunklen Gegenden hat, sicherlich höher einzuschätzen.
Das Laufzubehör fand ich bei dieser Waffe ebenfalls relativ schwierig. Von den Zahlen her würde ich eigentlich eher zum Compensator tendieren, wobei ich sagen muss, dass ich im Endeffekt die meiste Zeit die Mündungsbremse benutzt habe. Ist sehr stark Geschmackssache. Eigentlich hat das Typ 88 LMG mit 0,28 relativ wenig Rückstoß nach oben, aber mit 0,35 nach links und 0,35 nach rechts etwas mehr in der horizontalen. Und das gibt ihm auch die unangenehme Eigenschaft, dass man nicht vorhersagen kann, in welche Richtung es ziehen wird und das dementsprechend relativ schwer kontrollieren kann. Also ich denke, ihr solltet beides ausprobieren. Zumindest auf dem Papier ist der Compensator auf jeden Fall sehr gut geeignet. Was ihr auch noch im Hintergrund sehen werdet, ist, dass ich ziemlich viel den Schalldämpfer benutzt habe, den ich aus einem Battle Pack erhalten habe. Der ist natürlich immer gut, wenn man nicht auf der Minimap auftauchen will. Man kriegt ihn normalerweise aber nicht innerhalb der ersten 100 Kills. Also wenn ihr nicht zufällig schon ein Battle Pack erhalten habt, in dem ein Schalldämpfer drin ist, dauert es etwas länger, bis ihr darauf Zugriff kriegt. Beim Unterlaufzubehör ist die Sache dann wieder ziemlich offensichtlich. Da ist der Stubby Grip ganz klar die erste Wahl für mich. Den Ergo Grip kriegt man ja auch erst für den 100. Kill. Und der ginge ja auch wieder in die Hipfire-Richtung, wo ich der Meinung bin, dass das bei dieser Waffe nicht besonders viel bringt. Demgegenüber ist die Verringerung des Malus auf automatisches Feuer natürlich sehr vorteilhaft für diese Waffe und dementsprechend fand ich, der Stubby Grip war ganz klar eine gute Wahl. Für diejenigen, die es mögen, ist hier natürlich auch das Zweibein eine gute Option, denn Maschinengewehre mit großen Magazinen harmonieren grundsätzlich sehr gut mit dem Zweibein. Es erhöht die Genauigkeit, was sehr praktisch ist, und man kann ziemlich genaues Dauerfeuer machen. Also wenn ihr jemand seid, der sich gerne mit dem Zweibein irgendwo hinkniet oder legt, ist das natürlich offensichtlich die richtige Wahl. So habe ich für diese Waffe jetzt auch gar nicht so einen konkreten Vorschlag. Ich denke, für die Optik ist HD 33 relativ klar, es sei denn, ihr wollt unbedingt ein größeres Visier haben. Zubehör, Magnifier oder Flashlight. Laufzubehör ganz stark nach Geschmack, Compensator oder Mündungsbremse. Oder vielleicht sogar auch gar kein Laufzubehör, denn damit hat man noch eine etwas bessere Genauigkeit, was auf jeden Fall auch zum Stubby Grip passen würde. An dessen Slot kann man aber natürlich auch das Zweibein montieren. Ich schätze mal, dass ich hier nicht so konkret werden kann. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich mit dem Typ 88 LMG nicht wirklich warm geworden bin. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schlecht. Ich habe durchaus einige gute Runden gehabt, aber mir hat es nicht besonders viel Spaß gemacht, damit zu spielen. Ich bin ja mit der Bearbeitung des Videomaterials, das ich ansammle, immer ein wenig im Rückstand und habe dementsprechend schon andere Maschinengewehre auch relativ viel gespielt, insbesondere die M249. Und ja, die wäre jetzt ein Beispiel, das deutlich mehr Spaß macht, damit zu spielen. Auch mit der Ultimax hatte ich mehr Spaß als mit dem Typ 88 LMG. Kann es natürlich nicht genau an irgendwas ganz Bestimmtem jetzt festmachen. Das Typ 88 ist eigentlich in den meisten Belangen relativ durchschnittlich, was ja häufig ganz gut ist für Waffen, die eben dann vielseitig einsetzbar sind. Und ja, wie gerade gesagt, es war auch nicht so, dass ich besonders schlecht war, wenn ich mit dieser Waffe gespielt habe oder so. Aber irgendwas war es, dass ich nicht so wirklich damit warm geworden bin. Es ist ja in Battlefield 4 generell so, dass es nicht mehr so ein konkret bestes Setup für alle Situationen gibt, wie das in Battlefield 3 für die meisten Waffen schwerer Lauf- und Frontgriff war, sondern dass wirklich das optimale Setup ganz stark davon abhängt, in welche Situationen man sich mit der Waffe begibt. Ich habe bei dem Typ 88 LMG kein Setup gefunden, das eben so wirklich überragend für die Situationen war, in denen ich die Waffe bevorzugt benutzt habe, beziehungsweise wo ich denke, dass sie dafür am ehesten gemacht ist, nämlich Kämpfe auf mittleren Entfernungen und relativ kurze Distanzen, solange man dem Gegner idealerweise in den Rücken fällt und die Gelegenheit hat, übers Visier zu zielen, weil, wie gesagt, aus der Hüfte kann man es ganz vergessen. Ja, und in diesen Bereichen gab es nichts, was wirklich besonders toll war. Die einzelnen Setups haben sich relativ wenig gegeben, fand ich, und das macht die Entscheidung ebenso schwierig. So kann ich euch jetzt nicht wirklich was Besseres mitgeben als
Probiert die angesprochenen Kombinationen aus und seht, wie es läuft. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht wirklich den Eindruck, dass es eine schlechte Waffe ist. Habe auch ganz gut Kills gemacht. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Das kann ja für euch durchaus anders sein. Dementsprechend will ich jetzt nicht sagen, nehmt Abstand vom Typ 88 LMG. Aber probiert es aus, probiert ein bisschen rum, was euch am besten gefällt und ob das vielleicht doch eine Waffe ist, mit der ihr Spaß haben könnt. Wenn nicht, gibt es sicherlich auch genug andere. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass unter euch Leute sind, die diese Waffe mögen, denn ansonsten hat DICE sie ein bisschen umsonst in das Spiel eingebaut, da sie wirklich, zumindest meiner Ansicht nach, jetzt keine Eigenschaften hat, die sie zu einer besonders guten Waffe machen oder wegen denen das Typ 88 LMG Spaß machen würde, zu spielen. Mein Fazit sieht also so aus, das Typ 88 LMG ist eine ganz solide Waffe für kurze bis mittlere Entfernungen, allerdings irgendwie nicht herausragend und eher was zum Ausprobieren. Aber ich denke, es gibt einfach andere Waffen, die in diesem Bereich so viel besser sind, dass es schwer ist, die Benutzung des Typ 88 zu rechtfertigen. Insbesondere kann ich da schon mal die M249 nennen, die ich schon viel gespielt habe, sowie das MG4, das der M249 ja sehr ähnlich ist. Beide sind vergleichbar, genau wie das Typ 88 LMG und teilen aber durch ihre höhere Feuerrate deutlich mehr Schaden aus. Andere Waffen, für die ich in absehbarer Zeit Folgen von 100 Kills machen werde, sind einmal die gerade schon angesprochene M249, die M416, die AK-5C, der ACWR, die LSAT und die RFB. Über die Feiertage wird jetzt natürlich zunächst mal Ruhe sein, aber für Silvester möchte ich eine Sonderausgabe von 100 Kills ankündigen, die ich hoffentlich auch dann schon hochladen kann, ansonsten wird es Neujahr. Ich sage noch nicht, was es wird, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, passend zum Silvesterfeuerwerk dreht es sich da auch um Feuerwerk. Die Stats, die ich in diesem Video hier angegeben habe, waren wie üblich von Simpic.com. Die Seite werde ich auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Interesse an Statistiken zu Waffen habt, nutzt die Seite Simpic.com, da ist wirklich alles Mögliche zu finden. Man kann auch Vergleiche zwischen den Waffen machen. Das ist schon ganz nützlich, wenn man sich seines eigenen Gefühls nicht so sehr sicher ist und doch nochmal in Zahlen sehen möchte, ob ein bestimmtes Attachment zum Beispiel eine bestimmte Waffe besser macht als eine andere, die dieses nicht hat oder für die man ein anderes benutzen würde. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr etwas gelernt habt. Wenn dem so war, denkt dran, den Gefällt mir-Knopf zu drücken und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Jetzt könnt ihr noch einige Kills mit dem Typ 88 LMG sehen, die letzten auf meinem Weg zum Service Star, und könnt euch überlegen, ob ihr selbst Interesse daran habt, diese Waffe zu benutzen. Bleibt mir also nur noch, euch allen ein frohes Fest zu wünschen. Ich klinke mich dann für heute aus und lasse euch noch mit den Bildern allein. Bis zum nächsten Mal. Was war schon Timo? Eine Warteschlange, bin eine rausgegangen, dann war es noch eine Zweier-Warteschlange und dann Was sagt doch, Scheiß drauf. Server? Jo, wenn jetzt ein 5. Spiel. Ach, der ist eine Ebene tiefer bei den Dieselmotoren oben. Sitzt der rum. Boah, das sind noch ganz viele. Auf der anderen Seite sind sie jetzt nicht bei den Dieselmotoren hinten.